Hallo liebe Cats und herzlich willkommen zu diesem Video. Klingt das doof? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Cats findet. Naja, jedenfalls habe ich ja in meinem 1000 Abonnenten-Special einen Videovorschlag von euch ausgelost, den ich als nächstes mache. Und hier ist der Anime-Begriffe erklären auf Wunsch von Canadel Angel. Ich werde heute also wichtige und weniger wichtige Wörter rund um Anime und Manga und was sonst noch so dazu gehört erklären. Außerdem werde ich auch auf bestimmte Genre und Anreden eingehen, wie San und Chan und so weiter. Das könnte vor allem für Neulinge in der Szene ganz interessant sein, aber ich denke auch mal, dass die Fortgeschrittenen unter euch vielleicht auch ein, zwei Wörter finden, die sie noch nicht kannten. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Der erste Begriff ist ein ziemlich wichtiger, und zwar Otaku. Ein Otaku ist ein etwas krasserer Anime- und Manga-Fan, der viel Geld und Zeit für sein Hobby aufwendet. Man kann es auch mit Nerd übersetzen. Eigentlich hatte es in Japan eine ziemlich negative Bedeutung, mittlerweile wird es dort aber sowohl im positiven als auch im negativen Sinne verwendet. Bei uns in den westlichen Ländern wird es aber fast nur positiv gebraucht. Also wenn hier jemand sagt, ich bin ein Otaku, meint er damit einfach, ich bin ein Anime- und Manga-Fan. Allerdings würde ich mit dem Begriff eher etwas vorsichtig umgehen. Unser nächster Begriff lautet Fanservice. Damit sind Szenen in Anime gemeint, die die Story nicht voranbringen und nur gezeigt werden, um den Zuschauern das zu geben, was sie sehen wollen. Oft sieht man in solchen Szenen sowas wie Höschen, tiefe Ausschnitte, Charaktere in Bikinis etc. Aber auch zum Beispiel Easter Eggs, also Anspielungen auf andere Filme oder Serien, werden als Fanservice bezeichnet. Also es muss nicht immer etwas Sexuelles sein, ist es meistens aber. Als nächstes haben wir das Wort Mangaka. Das ist schnell erklärt. Es bedeutet Manga-Zeichner oder Manga-Zeichnerin. Das nächste Wort lautet OVA. Das bedeutet Original Video Animation. Und das heißt, es sind Serienfolgen oder Filme, die nicht fürs Fernsehen oder Kino produziert wurden, sondern nur für den Verkauf als DVD etc. Im Bereich Anime-Serien sind das meistens zusätzliche Folgen, die die Story aber nicht unbedingt vorantreiben. Zumindest war das bisher bei mir immer so bei den OVAs, die ich gesehen habe. Als nächstes hätten wir den Begriff Light Novel. Sowas kann man manchmal im Manga-Regal finden, denn es handelt sich hier um japanische Romane, in denen meistens auch Zeichnungen im Anime- und Manga-Stil vorhanden sind. Aber der Text überwiegt natürlich. Nicht selten kommt es vor, dass ein Anime auf einer Light Novel basiert. Der nächste Begriff klingt ziemlich ähnlich, hat aber eine ganz andere Bedeutung, und zwar Visual Novel. Das sind sozusagen Geschichten in Videospielform. Meist sind es aber nur Standbilder mit Text und Musik und man kann da eher weniger selber machen. Auch hierauf basieren Anime des Öfteren. Den nächsten Begriff sollte man kennen, aber ich fand, es gehört trotzdem dazu. Convention. Das ist eine Veranstaltung, auf der sich Anime- und Manga-Fans treffen. Dort gibt es Verkaufsstände, Workshops, Vorführungen und vieles mehr. Man findet auch viele Cosplayer dort und was das ist, erkläre ich jetzt. Cosplay bedeutet, Fans verkleiden sich als Anime, Manga, Film oder Spielfiguren und versuchen diese so originalgetreu wie möglich darzustellen. Cosplays werden aber nicht wirklich im Alltag getragen, sondern eben nur auf Conventions oder speziellen Events. Dann wollte ich noch den folgenden Begriff mit reinnehmen, weil ich selber lange nicht wusste, was das ist. Visual Kei. Das sind optisch auffällige japanische Musiker und die Fans, die sich ebenfalls so anziehen und schminken. Hier gibt es aber keine festen Regeln oder Musikrichtungen. Ein Beispiel dafür wäre Jamie Lee, die beim letzten Eurovision Song Contest für uns angetreten ist. Als nächstes ein Wort, das ich bis vor kurzem auch noch nicht kannte, Doujinshi. Das sind von nicht professionellen Zeichnern herausgegebene Manga oder Zeichnungen, wobei die Zeichnungen aber eher als Fanart bezeichnet werden. Die nächsten beiden Begriffe kennt ihr vielleicht aus einem Spiel, Yandere und Tsundere. Eine Yandere ist meist weiblich und empfindet eine starke Zuneigung zu einer Person. Sie wird im Verlauf der Story dann aber meist durch unerwiderte Liebe, Psycho und Gewalt tätig. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Yuno aus Mirai Nikki. Eine Tsundere ist das komplette Gegenteil. Sie ist zickig und streitsüchtig, aber wenn man sie näher kennenlernt, zurückhaltend und liebenswert. Dann haben wir ein Wort, das in Anime sehr oft vorkommt und auch von vielen Fans benutzt wird. Kawaii! Das dürften zwar die meisten schon wissen, aber es bedeutet einfach süß oder niedlich. Als nächstes erkläre ich ein Wort mit einer ähnlichen Bedeutung, das aber nicht so oft verwendet wird. Moe. Das ist quasi ein Synonym für Kawaii. Es bezeichnet die Zuneigung zu Charakteren in Anime, Manga oder Videospielen,
aber auch Anime oder Manga mit niedlichen Figuren darin oder auch die Figuren selbst. Der nächste Begriff wird ebenfalls viel in Anime verwendet, und zwar Yokai. Ein Yokai ist ein Wesen aus der japanischen Mythologie und ist am ehesten mit Dämonen oder Monstern vergleichbar. Meistens wird es mit Dämon übersetzt. Es gibt im Japanischen zwar noch sehr viele andere Wörter für dämonenartige Wesen, aber Yokai ist wohl das bekannteste. Und dann noch das letzte Wort, bevor wir zu den Genre und Anreden kommen. Bento oder auch Bento-Box. Es kommt in Anime ziemlich oft vor, deshalb dachte ich, kann es ja nicht schaden, wenn ich es mal kurz erkläre. Das ist eine Lunchbox, die in Japan weit verbreitet ist. Das Essen ist in kleinen Kästchen voneinander getrennt und sehr schön hergerichtet. Oft wird es Kindern in die Schule mitgegeben, aber auch Erwachsene benutzen es und nehmen es in die Arbeit mit. Kommen wir nun mal kurz zu den gängigsten Anredeformen. Chan ist eine verniedlichende Anrede für Kinder oder gute Freunde. San dagegen ist eher neutral und höflich und wird mehr unter Erwachsenen benutzt, die sich nicht so gut kennen. Kun wird häufig verwendet unter männlichen Jugendlichen. Sama ist sehr höflich und wird nur benutzt, wenn eine andere Person viel höher gestellt ist als man selbst. Senpai wird verwendet für Mitschüler in höheren Klassen oder auch für dienstältere Arbeitskollegen. Und zu guter Letzt Sensei. Vor allem in Anime spricht man damit oft Lehrer an, aber es wird auch verwendet für Ärzte, Anwälte, Politiker oder Trainer. Und ganz zum Schluss gehe ich jetzt noch auf einige Anime- und Manga-Genre ein. Bevor ich aber damit anfange, möchte ich noch erwähnen, dass es auch ganz viele normale Genre bei Anime gibt, wie zum Beispiel Action, Romance, Horror, Drama, Fantasy etc. Und das überwiegt auch. Also die Genre, die ich gleich aufzählen werde, erkläre ich nur, weil sie besondere Namen haben. Die anderen Genre heißen in Filmen ja auch so. Aber fangen wir doch einfach mal an. Als erstes hätten wir das Shonen. Das sind Anime, die an Jungs gerichtet sind. Meistens ist es auch Action. Das Gegenstück dazu ist JoJo, an Mädchen gerichtete Anime. Die sind meistens Romance. Ein Untergenre quasi davon wäre Magical Girl. Dies behandelt Geschichten von Mädchen mit magischen Kräften, die sich oft in eine Kriegerin oder ähnliches verwandeln. Das bekannteste Beispiel dafür wäre Sailor Moon. Dann haben wir Seinen und Josei. Seinen sind Geschichten für erwachsene Männer und Josei für erwachsene Frauen. Kodomo sind an jüngere Kinder gerichtet. Mecha sind Anime mit Riesenrobotern und oft ist es auch Science Fiction. Und dann haben wir noch Sentai. In diesem Genre geht es um ein Team aus Superhelden. Harem. Ein männlicher Charakter ist von hübschen Mädchen umringt, die alle auf ihn stehen. Das gibt es aber auch andersherum und nennt sich Reverse Harem. Als nächstes haben wir Ecchi, was einfach sexuelle Anspielungen sind. Das Wort bedeutet pervers, denn es ist die englische Aussprache des Buchstaben H, also H. Das H steht für Hentai und ich denke, ich muss nicht erklären, was das ist. Solltet ihr es nicht wissen, googeln auf eigene Gefahr. In Japan sind Ecchi und Hentai dasselbe, aber bei uns sind Ecchi eher nur Anime mit sexuellen Anspielungen. Dann haben wir noch Shonen-Ai und Shoujo-Ai. Das eine bedeutet Jungenliebe, das andere Mädchenliebe und behandelt einfach gleichgeschlechtliche Liebe. Die etwas erotischere Version davon ist Yaoi und Yuri. Gut, damit hätten wir das auch. Aber ich wiederhole es gerne noch einmal, die genannten Genres sind nicht die überwiegenden, bis auf Shonen oder Shoujo vielleicht. Also nicht, dass da jetzt noch jemand einen falschen Eindruck bekommt. So, und dann wäre das Video damit auch abgeschlossen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und es hat euch gefallen. Ich würde mich wie immer über Kommentare freuen. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.